Willkommen bei Lobo TNT Retro Games. Heute nehmen wir euch mit zurück in die 16-Bit-Ära, genauer gesagt zum Sega Mega Drive oder wie man ihn in Amerika kennt, den Genesis. In diesem Video zeige ich euch die Top 25 Jump-and-Run-Spiele für diese legendäre Konsole. Von absoluten Klassikern wie Sonic bis hin zu geheimen Japan-Exclusives, die viele von euch wahrscheinlich noch nie gespielt haben. Also schnappt euch euren Controller, lehnt euch zurück und lasst uns in die Welt der besten Mega Drive Jump-and-Runs eintauchen. Discover Genesis, and your world will never be the same. Let's see. Und wir starten mit Donald in Maui Maya. Donald Duck aus dem Jahr 1995. Ein klassisches Jump-and-Run-Spiel. Donald muss oftmals über Gegner hinweghüpfen, sie abschießen und sie besiegen. Klingt einfach, ist aber relativ schwierig, denn man muss auch den Endgegner und den Ausgang finden. Natürlich darf Ghouls and Ghosts für den Genesis auch hier nicht fehlen. 1990 erschienen. Auch hier müsst ihr Prinzessin Prinz befreien. Und mit König Arthur bekämpft ihr den bösen Loki. High Seas Havoc von 1993 ist ein Action-Plattformer. Havoc kann rollen, springen und Feinde im Schwung angreifen oder sie treffen, indem er einfach auf ihre Köpfe springt. Unterwegs kann er auch verschiedene Gegenstände einsammeln und Schatztruhen öffnen. Ein kunterbuntes Strand-Meer-Abenteuer. Pitfall, das Maya-Abenteuer von 1994, ein actiongeladenes Jump-and-Runs, kämpft euch durch 13 Level voller Wunder und schneller Action durch den Dschungel, durch Wasserfälle und durch verlassene Minen. Auch auf dem Mega Drive darf Mega Man nicht fehlen. Von 1994 The Willy Wars. Um Dr. Willy aufzuhalten, wird Mega Man in einer von Dr. Light plastik gefertigten Zeitmaschine in die Vergangenheit geschickt, um seine früheren Abenteuer noch einmal zu erleben. Was geht da vor? Umkehrbare Schwerkraftstiefel, Bombengestütze und Kleidung aus Früchten. Ein Fisch im Weltraum mit einem Frosch als Hilfsagent. Das kann nur eines bedeuten. James Bond ist mit James Bond 3 für Mega Drive zurück. Und er ist absolut umwerfend. Das Abenteuer erschien 1993. Unser erster Japan-Only-Knaller, nur in Japan erschienen 1994, Reise als Asha in eine Welt voller fantastischer Abenteuer. Ein junges Mädchen, das sich auf eine heldenhafte Wanderung durch Monster World begibt. Asha wird bei ihrer Suche von zahlreichen Verbündeten unterstützt, darunter ein sarkastischer Geist und ein Bebelugo-Haustier-Monster namens Pepe. 1994 erschien The Page Master von Fox Interactive. Entdecken Sie die fantastische Welt des Page Master,
Als Richard Tyler suchen Sie in 68 Leveln voller Fantasie, Abenteuer und Horror nach versteckten Büchereikarten und versuchen aus dieser Zeichentrickbild zu entkommen. Auch Mickey Mouse darf natürlich nicht in den Top 25 fehlen. Castle of Illusion von 1990, der absolute Klassiker. Bekämpfe auch hier die böse Hexe Misabel in kunterbunten, wunderschön gemachten Levels. Michael Jackson bekam bereits 1990 sein eigenes Sega-Spiel. Michael Jacksons Moonwalker, ein absoluter Klassiker für den Sega Genesis, bewegt dich so, wie nur Michael Jackson es kann, zur Originalmusik von Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean und Bad. Natürlich darf Sonic the Hedgehog nicht fehlen in den Top 25. Sonic the Hedgehog 3 von 1994 war dreimal so groß wie Sonic the Hedgehog 2. 6 riesige Welten, 2 völlig neue Bonuslevel, viele neue Gegner. Und das Interessante war, dass der Spielstand hier speicherbar war. Relativ unbekannt war Wardner aus dem Jahre 91. Ihr spielt als junger Wardner, der sich seinen Weg durch jedes Level bahnt, indem er springt oder auf seine Feinde schießt. Durch das Töten von Feinden erhaltet ihr Geld, während gut versteckte Power-Ups euch zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Der berühmte Spielhallen-Hit Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, erschien 1991 auch für den Sega Mega Drive. Einer von 3 Shinobi-Titeln, die auf dem Mega Drive erschienen. In diesem Teil kämpft ihr euch durch actiongeladenen Level mit eurem Kampfhund Yamamoto. Whiz in Liz kam 1993 auf den Markt für den Amiga und Sega Mega Drive. Das Spiel ist in 8 Welten unterteilt mit jeweils einer Reihe von Ebenen. Jede Welt hat einen eigenen grafischen Stil und eine eigene Musik. Das Gameplay bleibt aber immer das gleiche. Ihr müsst Wobbits sammeln innerhalb eines bestimmten Zeitlimits. Wer kennt noch die berühmten Beavis and Butthead von MTV? 1994 erschienen. Ihr müsst Teile von Konzertplatten wieder zusammensuchen, die der dumme Hund von Anderson gefressen hat. Nun muss jemand dabei helfen, die Stücke zu finden. Andernfalls muss jemand die Karten bezahlen, wahrscheinlich Beavis. Aladdin von 1993 war weitaus besser als die Super Nintendo-Version, actiongeladener und farbenprächtiger. Auch hier müsst ihr die Prinzessin Jasmin vom bösen Jafar retten. Bringt Geister zur Strecke mit Scooby-Doo Mystery, der Cartoon-Umsetzung von 1995. Scooby-Doo Mystery ist ein Point-and-Press-Button-Abenteuer mit 2 spielbaren Episoden eines typischen Scooby-Doo-Cartoons. Pulseman von 1994, nur in Japan erschienen, bekämpft die Galaxiebande in 7 Stufen mit etwa 50 Levels.
Pulseman lässt sich am besten als eine Verschmelzung des Gameplays von Sonic the Hedgehog und Mega Man in der Art des Gameplays beschreiben. Ein sehr starker Ableger der Castlevania-Reihe war 1994 Castlevania Bloodlines. Kämpft euch auch hier in typischer Vampir-Manier durch verschiedene Level. X-Men 2 Clone Wars von 1995, ein weiterer Ableger der X-Men-Reihe. In X-Men 2 Clone Wars führen die X-Men einen erbitterten Kampf, bei dem sogar Magneto die Seiten wechselt. Jeder X-Men hat natürlich seine ganz eigenen Fähigkeiten, die ihm im Kampf gegen zahlreiche Gegner helfen. Und wir starten die Top 5 mit einem weiteren Shinobi-Titel, Shinobi 3 Return of the Ninja Master von 1993. Kämpfe dich mit dem Samurai Musashi durch actiongeladene Level, diesmal allerdings ohne den Hund Yamato. Relativ spät erschienen Toy Story 1996. In einer Welt, in der Spielzeuge die verrücktesten Dinge erleben, liegt es an euch, den Helden Woody sicher durch 19 spannende Abenteuer zu manövrieren. Dieses optische Feuerwerk sollte sich kein Mega Drive-Besitzer entgehen lassen. Auch in Vectorman 2 sammelt ihr wieder Photonen und müsst euch mit einzigartigen Waffen durch die Level kämpfen. Vectorman 2 erschien 1996 und war die weitaus bessere Fortsetzung von Vectorman. Wir kommen zu Platz Nummer 2, Asterix and the Power of the Gods von 1995. Spiele als Asterix oder als Obelix durch über 20 Level. Eure Reise führt euch über Lutetia, Ägypten, Alexandria und Mesopotamien bis hin nach Rom. Sensationell auf Platz Nummer 1 Dinosaurus for Hire von 1993. Das Spiel hat absolut überhaupt keine Story, aber die braucht ihr auch nicht, denn ihr könnt einen von 3 Dinosaurus auswählen und schnetzelt euch mit verschiedensten Waffen durch die Level. Es gibt sogar einen 2-Spieler-Modus, ein Heidenspaß. Das waren meine Top 25 Jump-and-Run-Spiele auf dem Sega Mega Drive, inklusive ein paar echter Geheimtipps aus Japan. Welches Spiel ist euer Favorit? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Retro-Highlights verpasst. Let's see.